Ja, herzlich willkommen bei Cargold, einen schönen guten Morgen. Wir haben hier heute ein absolutes Highlight, was wir präsentieren. Das war heute Morgen schon in der Vorbereitung etwas länger. Für Mercedes-Freunde, die werden das auch gleich erkennen. Das ist ein Mercedes 770 Tourenwagen. Das ist das Größte, was Mercedes jemals gebaut hat, ein Personenkraftwagen. Das Auto ist sage und schreibe 6 Meter lang, wiegt knapp 4 Tonnen. Hat eine 7,7 Liter Maschine und wurde seinerzeit nur von Behörden oder von Großindustriellen bestellt. Die sind aber nachher, als der Zweite Weltkrieg sich näherte, nur noch von Behörden bestellt worden. Und dieses Auto hat hier eine ganz besondere Geschichte. Der Wagen ist 1939 von der Adjutantur des Führers bestellt worden. Das heißt, das Auto war gedacht für Adolf Hitler. Aber wir haben sämtliche historischen Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass er dieses Auto niemals besessen hat. Und das ist insoweit also wirklich historisch höchst interessant, weil ihr wisst ja vielleicht, dass 1943 der Krieg in Stalingrad tobte und das war die Wende des Zweiten Weltkrieges. Und im Januar 1943 hat dann die Adjutantur in Berlin diesen Wagen praktisch gecancelt. Also der war bereits 1939 bestellt als Repräsentationswagen. So sind ja diese Autos auch seinerzeit gebaut worden. Ist übrigens gewaltig, wenn man hier hochfährt, diese 4 Tonnen bewegt. Er hat ja eine unglaubliche Kraft. Man merkt diese Maschine, die einen Wahnsinns-Sound hat, die also sehr, sehr untertourig dreht, aber trotzdem diese 4 Tonnen hier hochschiebt auf eine Art und Weise, das ist wirklich gewaltig. Als sie gemerkt haben, dass sie Paraden wahrscheinlich nicht mehr so schnell feiern können, im Deutschen Reich ist der Wagen mehr oder weniger abbestellt worden und ist dann bei Mercedes in Sindelfingen geblieben. Und ihr wisst ja vielleicht, dass dann so Mitte 1944 es sich immer mehr zeigte, dass der Krieg verloren geht. Und dann ist dieser Mercedes hier der letzte ausgelieferte Mercedes 770 der Zeitgeschichte. Und der ist dann gegangen an die französische Militärverwaltung nach Stuttgart. Da ist er auch ausgeliefert worden. Das war ja damals französisches oder Teile davon von Baden-Württemberg war französisches Besatzungsgebiet. Und da ist dann dieser Wagen hingeliefert worden. Also der Wagen zeigt wirklich den Kriegsverlauf, obwohl er eine braune Farbe hat, ist er aber nicht braun, ist nie in braunen Händen gewesen. Also der Wagen fährt wirklich gigantisch. Es ist ja sehr selten auch für mich, dass ich an so einem Wagen fahre und sowas sieht man normalerweise gar nicht in der Öffentlichkeit. Deswegen haben wir gesagt, das Auto müssen wir filmen. Die große Maschine wird wirklich spielen, kommt die zurecht mit diesem riesigen Auto, was ca. 4 Tonnen wiegt. Ein wirklich gewaltiges Automobil seiner Zeit. Was dem Wagen natürlich gut täte, wäre eine Servolenkung, aber die Fahrer seinerzeit, ich bin ja heute hier der Fahrer in dem Wagen, mein Chef lebt ja nicht mehr, da kann ich euch nur zu sagen, man braucht wirklich Muskelkraft und im Stand den Wagen bewegen ist fast nicht möglich, er muss fahren. Die Maschine klingt wirklich traumhaft schön, er ist ganz toll weich gefedert und er lässt sich auf Landstraßen und Autobahnen wirklich vorzüglich bewegen und der Wagen ist ja seinerzeit wirklich nur für Paraden gebaut oder benutzt worden, es sei denn, man ist damit auf den Obersalzberg gefahren, da sind die Herren ja auch vorgefahren mit zum Wagen. Ich kann euch aber sagen, wir sind eben hier eine Steigung gefahren mit der 7,7 Liter Maschine. Das packt er ohne zu murren, er wird auch nicht heiß. Ich bin im zweiten Gang ganz gemütlich da hochgefahren. Das schafft der Wagen. Also was fantastisch ist, schaut euch bitte mal den Zustand an. Hier ist das Armaturenbrett mit Kraftstoff in der Mitte. Hier ist der Drehzahlmesser, er drehte überhaupt nicht hoch bis maximal 3000. Der Wagen hat 230 PS geleistet, hat ja ein Rußgebläse, also einen Kompressor. Hat er mit seinen 7,7 Litern und 8 Litern in Reihe 230 PS erzeugt und ist immerhin 170 Stundenkilometer schnell gewesen. Also einer der faszinierendsten Automobile der Zeitgeschichte überhaupt. Und dieses Auto hat sogar eine historische Bedeutung hier. Also das ist sicherlich was für eine einmalige Sammlung. Also das ist ein absolutes Einzelstück. Und das ist der letzte jemals ausgelieferte Mercedes 770. Danach hat Deutschland den Krieg verloren und dann war auch vorbei. Die Autos sind ja nicht weitergebaut worden. Das hat ein immenses Geld gekostet. Der Wagen hat damals 46.000 Reichsmark gekostet. Das konnten sich nur Regierungen leisten. Anders ist das gar nicht möglich gewesen.
aber wie er fährt, also ich bin wirklich überzeugt und bin überrascht, wie leichtfüßig das Auto fährt. Man hat ja hier technisch das Beste präsentiert ab 1938, wozu das Deutsche Reich in der Lage war, also damit Daimler-Benz. Der Wagen ist 5 Jahre gebaut worden, von 1938 bis 1943. Es gibt 88 Exemplare. Es gab vorher die Baureihe W07, das war auch schon der Mercedes 77, der hatte aber noch Starrachsen. Das hat dieser hier nicht mehr. Der Wagen hat vorne Einzelradaufhängung, hat hinten die beweglichen DeDion, die DeDion-Hinterachse. Und ich muss wirklich sagen, also dass sich so ein großer Wagen so toll bewegen lässt, finde ich absolut faszinierend. Also technische Meisterleistung von Mercedes kann man nicht anders sagen. Aber nach dem Krieg war das vorbei. Da hat es keine Paraden mehr gegeben. Da ist ja dann der berühmte Adenauer Mercedes entstanden. Aber das könnt ihr mit dem Wagen hier an Qualität, an Größe, an Repräsentation nicht mehr vergleichen. Also da ist der Wagen sicherlich einmalig. Und da es nur so wenige von dem Auto gibt, ist das ein Auto, was preislich aus meiner Sicht steil nach oben gehen wird. Es gibt solche Autos nicht. Wenn ihr sowas kaufen wollt, die sind nicht verfügbar. Diese riesige 7,7 Liter Maschine gehört ja auch richtig gekühlt. Und der Mercedes 77 hat eigens hier vor, schaut euch das mal an, für die Kühlung eine Entlüftung, diese niedlichen Klappen, das ist ganz toll designt. Was heißt niedlich? Das ist einfach, also von der Optik her klasse gemacht, überall mit Chrom. Diese Riesenmaschine hat ja eine Wahnsinnsabwärme und so konnte man auf beiden Seiten die Kühlklappen öffnen. Das mache ich jetzt auch mal. Wir sind eben ein bisschen Berg und Tal gefahren und schaut euch hier mal die Auslässe an. Das geht dann nachher in den Auspuff über, den man von hinten gar nicht groß sehen kann. Die sind armdick. Also kennt ihr vielleicht vom Mercedes SSK oder vom 40a Cabrio. Die Auslässe bei der 7-Liter-Maschine sind 10 cm breit. Schaut euch das mal an. Dass der eine große Abwärme natürlich mit sich bringt, ist klar. Hat 2 Reservereifen, einen rechts, einen links. Und wie das bei dem Auto war, voll verkleidet in Metall. Normalerweise stehen der Reifen offen, aber das ist von der Materialgüte und von der Beschaffenheit ist das Auto das teuerste, was Mercedes wirklich bauen konnte. Und ich glaube, das kann man diesem Auto auch wirklich ansehen. Der Wagen ist also einfach fantastisch, hat diese riesigen Bosch-Lampen hier vorne drauf und hat hier die Regierungsstandard erwähnt, natürlich die fahren heute nicht mehr, die es dafür mal gegeben hat. Ja, so sieht ein Mercedes 770 aus und dieser hier ist aus meiner Erinnerung, ich habe ja davon 21 Stück im Paket verkauft, der besterhaltenste von allen. Also die Qualität von diesem Auto ist wirklich fantastisch. Schaut euch das mal an. Karosserie, das ist alles restauriert, auch die ganzen Details im Innenraum, das sind alles Originalteile. Hier vielleicht noch mal eine kleine Erklärung. Ihr könnt dieses Nummernschild sehen. Also früher haben ja diese Autos üblicherweise 1A gehabt. 1A stand für Berlin. Dieser hat amerikanische Besatzungszone Baden-Württemberg, deswegen AW, das ist die Originalnummer. Und so ist der Wagen Ende 1944 auch ausgeliefert worden. Anfang 1945, Deutschland hatte ja den Krieg verloren. Und dann hat der Chef der französischen Militärregierung diesen Wagen als sein eigen benutzt, und zwar sein Dienstwagen. So, also ihr könnt gerade sehen, mit Servolenkung ist hier nicht viel. Man brauchte damals richtig Muckis. Aber es ist ja etwas Gigantisches, was man hier bewegt. Der Wagen ist 6 Meter lang, hat eine Breite von 2,10 Meter. Also auf normaler Autotransporter kommt der Wagen gar nicht. Und ein Gewicht von 4 Tonnen, das könnt ihr euch ja vorstellen. Aber hat eine äußerst moderne Konstruktion, was man beim Fahren merkt. Übrigens könnt ihr hier vorne sehen, die feststehende Sitzbank. Bei vorne haben über die Chauffeure gesessen oder rechts dann die Politik. Das ist ja bekannt, die haben auch zum Teil gestanden. Und mein Platz ist der des Chauffeurs, den ich versuche also möglichst gut heute hier zu erfüllen. Aber ich kann euch sagen, das ist ein erhebendes Gefühl, mit so einem Wagen zu fahren. Das ist wirklich gigantisch. Das Auto gab es übrigens in verschiedenen Modellvariationen. Es gab 10 geschlossene Limousinen, es gab ein B-Cabrio, hat sich der Schah von Persien seinerzeit bestellt. Das Auto wurde ja nur an Behörden, Regierungen und Könige ausgeliefert. Und es gab nur einen privaten Mercedes 770, der mir bekannt ist. Das ist der dunkelgrüne Wagen von Gustav Krupp. Den haben wir damals auch in dieser Kollektion gehabt, auch mitverkauft. Steht heute sicherlich auch in einer hochwertigen Sammlung. Ist auch was ganz Besonderes. Das war übrigens ein Cabriolet F. Hier dieses riesige Lenkrad, was man unbedingt braucht, um den Wagen einigermaßen bewegen zu können. Hier ist die Zündeinstellung, das ist alles neuwertig. Und hier die gesamten Armaturen hier vorne sind alle im perfekten Zustand. Es funktioniert alles. Kraftstoff, Drehzahlmesser, Kilometer.
Also das Auto ist wirklich in einem fantastisch erhaltenen Zustand. Der ist schon sehr, sehr früh restauriert worden und ist seinerzeit von der französischen Militärregierung nicht sehr viel genutzt worden. Das kann man auch am Interieur sehen. Das ist traumhaft, toll, original und authentisch gemacht worden. Die ganzen Griffe am Auto. Hier, guckt ihr den Spiegel, den muss man nach oben drehen, dass man hinten über das aufgelegte Verdeck blicken kann. Also der Zustand von dem Wagen, der ist wirklich fantastisch. Und das Schöne ist, er bewegt sich auch gut. Der fährt wirklich richtig gut. Das ist ein Auto, da habe ich das Gefühl, man geht dann auf die Autobahn, fährt ihn 120, man kommt überall an. Übrigens mal was zum Kraftstoffverbrauch, ist ja heute aktueller denn je. Der Wagen hat einen Tank mit 194 Litern und verbraucht im Schnitt zwischen 30 und 40 Litern. Das ist nicht zu ändern. Merkst du das Drehmoment, wie er hier anschiebt im zweiten Gang? Hörst du das? Also man hört diese wahnsinnig kraftvolle Maschine. Er hat ja im Saugbetrieb hat er 155 PS. Im Moment schalte ich nicht den Kompressor zu, aber wir haben hier eine extreme Steigung. Da geht der Wagen absolut mühelos hoch. Also es ist Wahnsinn, wie dieses Auto hier anschiebt mit 4 Tonnen. Diese 7,7 Liter Maschine ist wirklich fantastisch. Also ein Drehmoment, hat eine Ruhe und kann mit dem hohen Gewicht des Autos vorzüglich umgehen. Das macht der Wagen wirklich fantastisch. Aber die Autos sind, wie gesagt, nie schnell gefahren worden, meistens auf Paraden oder in die Regierungssitze bewegt worden mit starkem Polizeischutz. Unser Auto ist übrigens nicht gepanzert. Es gab 5 gepanzerte, die waren auch in dieser Kollektion. Da waren dann die Fenster 4 cm dick. Dieses Auto hat keine Panzerung und wiegt dadurch 1 Tonne weniger. Also der gepanzerte wog knapp 5 Tonnen, hatte kugelsichere Reifen und konnte nur 80 Stundenkilometer schnell fahren. Unser Auto konnte man wirklich 170, 175 bewegen. Und wie ich die Maschine höre, das ist auch absolut entspannt möglich mit dem Auto. Ein ganz toller Motor. Also wirklich sensationell, wie toll der auch. Schaut mal, was wir gerade an Höhe gewonnen haben eben. Wie charmant und wie elegant und wie locker der Wagen das packt. Also ist sicherlich einer der bedeutendsten Ingenieurskünste des deutschen Automobilbaus überhaupt. Wunderbar. Jetzt sind wir in Oberbayern unterwegs. Hier sollte das Auto ja mal Dienst tun, hat es dann aber nicht. Da hat er dann Baden-Württemberg kennengelernt. Also bewegt sich auf diesen Landstraßen sehr, sehr relativ leicht, muss ich sagen. Man muss aber konzentriert fahren. Das Auto hat keine Scheibenbremsen und man muss beherzt in die Bremse treten. Also das spürt man schon. So, er hat übrigens ein 4-Gang-Getriebe, einen Rückwärtsgang oben links und Knüppelschaltung, also Mittelschaltung. Das könnt ihr hier vorne sehen. Also er fährt wirklich einmalig. Schaut euch mal an, was es für ein Hochgenuss ist, in einem solch großen Tourenwagen durch die bayerische Landschaft zu fahren. Gehört sicherlich zu den Highlights bei der beruflichen Laufbahn. Das werde ich nie wieder können, so ein Auto zu bewegen. Ja, das ist wirklich fantastisch. Funktioniert alles bei dem Auto. Es hört sich alles sauber und gesund an. Es ist ja oft so, dass Autos, die aus Museen kommen, das Auto kam einmal aus einer großen Collection, gar nicht bewegt werden. Aber der Vorbesitzer, der das dann gekauft hat, ist auch gefahren mit dem Auto, hat mir gesagt, der ist immer vorzüglich gelaufen, möchte jetzt aber seine Sammlung ein bisschen verkleinern. Also das ist sicherlich was für Mercedes-Fans. Was Größeres gibt es nicht. Es gab dann nur noch den Dreiachser, den G4. Das sind ja auch absolute Raritäten. Das ist so ein bisschen Richtung Geländewagen. Damit ist auch durchs Feld gefahren worden. Das geht mit dem nicht. Das ist hier eine reine Straßenversion. Ein G4 ist ja nur 60 oder 70 Stundenkilometer schnell gewesen. Das ist ein richtiger Personenwagen, der auch richtig gelaufen ist. Ja, hat eine irre Abwärme hier vorne, also du merkst du richtig, der produziert ja eine Energie, dieser Wagen, das ist unglaublich. Man merkt, wie warm er wird.
Aber in der Regel ist ja so ein Auto offen gefahren worden. Gut, übrigens, wenn es mal regnet, natürlich hat er ein Verdeck hinten, ein sehr, sehr großes auch, dass man nur mit 2 Mann schließen kann. Auch die ganze Gestänge, alles aus Chrom und von gewaltiger Größe. Das Auto ist ja ein 8-Sitzer gewesen. Es haben hier 8 Sitze, 8 Leute Platz gehabt in dem Wagen. Oftmals auch damals von der ganzen Parteiprominenz genutzt bei großen Empfängen, Ausfahrten oder besonderen Anlässen brauchte man so ein Auto mit so einer großen Kapazität. Und das kann man nur mit 6 Metern schaffen und natürlich am entsprechend großen Verdeck, wenn es denn mal regnete. Also ich glaube, qualitativ und von der Ingenieursleistung ist das hier das Bedeutendste, was Mercedes jemals auf die Beine gestellt hat. Und davon zehrt sicherlich Mercedes heute noch, von diesem Ruf, so etwas Tolles geschafft zu haben. Wenngleich die politischen Zeiten damals nicht die besten waren. Und es ist eigentlich schade, dass dieser tolle Wagen, diese tolle Ingenieurskunst keine bessere Geschichte gehabt hat. Sonst hätte sich dieses Modell, dieses Automobil ganz anders weiterentwickeln können. Das war aber damals anhand des Beginns des Zweiten Weltkrieges einfach nicht mehr möglich. Ja, wir haben die Original-Kommissionsbuchauszüge, die können wir euch gleich mal zeigen, wo lückenlos die Historie nachvollziehbar ist. Bei dem Auto kann auch die gesamte Geschichte belegt werden. Also wirklich von Anfang bis Ende. Und das ist ja bei solchen Autos, also man muss das auch richtig verstehen. Wir handeln ja mit bedeutenden Automobilen, mit ganz außergewöhnlichen Raritäten. Und zu so einem Auto gehört natürlich die Historie. Jeder Autosammler weiß, dass die Historie zu so einem Wagen mit dazugehört. Deswegen bringen wir hier die auch, die ist auch vollkommen unpolitisch. Aber sie muss halt erwähnt werden. Ist halt ein Teil dieses Fahrzeuges. Und ich denke mal, dass in den 30er Jahren sowieso die größten Autos überhaupt gebaut wurden. Damals galt es zu repräsentieren, die Industrie, die Wirtschaft und die Behörden verlangten nach so einem Auto. Und deswegen ist dieser Wagen dann im Jahr 1938 so auf die Beine gestellt worden, so konstruiert worden. Und dieser Wagen war seinerzeit der technischen Entwicklung weit voraus. Er hatte keine Starrachsen mehr, er fuhr sich gut, er hat diesen ganz tollen großen Motor, der diesen Wahnsinnswagen hier wirklich ausreichend beschleunigt und bewegt hat. Ja, wir nähern uns Beuerberg. Das war sicherlich heute eine absolut außergewöhnliche Probefahrt. Sowas haben wir ganz, ganz selten. Wir werden euch gleich noch den Motor zeigen. Nochmal genaue Details an dem Auto, dass ihr euch das genau anschauen könnt. Bei so einem Wagen haben wir sehr, sehr selten in der Präsentation, weil so ein Wagen in der Regel gar nicht am Markt ist. Und wenn ich die Autos nicht vor 15 Jahren im Paket aus Las Vegas verkauft hätte, würde ich heute gar nicht an diese Fahrzeuge herankommen, weil sie absolut selten sind und meistens unter der Hand weitergehen. Aber diese Autos finden immer wieder zu mir zurück, weil halt bekannt ist, dass ich damals diesen Deal gemacht habe. Wir haben die Autos damals mit einer Antonov aus USA nach England geflogen und dann weiterverkauft. Ja, hier vorne liegt Beuerberg. Das Auto läuft absolut souverän hier den Berg hoch, wo wir ihn jetzt auch hier haben für einen Moment. Oh, so ist. Könnt ihr aber sehen, dass das nicht so ganz locker vonstatten geht. Oh, er hat da seine Stenken stehen, unser Bauer. Normalerweise fahren wir hier locker um die Kurve. Heute ist das nicht so ganz einfach mit dem Automobil. Ja, das ist hier unser Mercedes 770 Tourenwagen von der Baureihe W150. Der Wagen ist bestellt worden 1939 und was ich euch mal zeigen kann, das ist wirklich interessant. Das ist hier der Kommissionsbuchauszug zum Auto. Könnt ihr hier vorne sehen, das ist also wirklich geschichtlich interessant. Der Wagen ist 1939 bestellt worden bei Mercedes im Werk Untertürkheim, also das heißt in Stuttgart. So, Adjutantur des Führers Berlin und ist annulliert worden laut Zettel vom 12. Januar 1943. Da fand die Katastrophe in Stalingrad statt und danach dann ausgeliefert als letzter Mercedes 77 1945 an die französische Militärregierung General Schwarz, Stuttgart. Das ist die Geschichte dieses Autos. Also wirklich einmalig und sensationell, das ist alles belegt. Und wenn ihr euch die Qualität von dem Wagen anguckt, also jedes Detail, schaut euch mal diese wunderschönen originalen Türgriffe an hier. Wie toll, was das für ein tolles Design hat. Man hat sich hier
bei jedem Detail Gedanken gemacht. Schaut euch die schönen Chromumrandungen um die Fenster an. Es ist kein gepanzertes Glas, es ist normales Glas. Deswegen wiegt er nur knapp 4 Tonnen und keine 5 Tonnen. Guckt euch diese großen Trittbretter an. Die hat man in späteren Baujahren dann auch weggelassen. Der Wagen ist ja 1939 bereits auf Kiel gelegt, sage ich jetzt mal. Hier waren die Trittrasten. Also früher hatte man Sorge, dass da irgendwelche Leute, die da nicht draufspringen sollen, draufgesprungen sind, aus reinen Sicherheitsgründen. Ja, dann schaut euch mal diese schweren Scharniere an von diesem Fahrzeug, wo man auch sieht, welche Türen der wirklich zu tragen hat. Türen sind nach vorne aufgegangen, diese sind nach hinten aufgegangen. Er hat die Original-Radkappen hier vorne. Mal reingucken. Weiß ich nicht, wie das aufgeht. Nee, das brauchen wir jetzt. Oh, ist das für eine Pistole da drin? Das ist für Pistolen, ja doch. Man hat damals wirklich an Sicherheit gedacht in allen Bereichen. Das war für Pistolenhalterung links und rechts. Ja, da unten war die Heizung, kann man sehen, damit die Herrschaften warme Füße hatten, zu und auf, kann man unten sehen. Und halt eben dieses tolle Leder. Also ich kann euch sagen, wir hatten auch Originalfahrzeuge im ersten Leder dabei. Das ist absolut perfekt restauriert. Ich denke aber nicht, dass es das Original ist. Es muss irgendwann mal richtig toll gemacht worden sein. So, jetzt haben wir für euch mal den Motorraum geöffnet. Schaut euch das wirklich mal an. Hier vorne dieser riesige Vergaser. Da vorne ist das Rutzgebläse, das heißt der Kompressor für diesen gewaltigen Motor. Schaut mal, wie lang der ist. Also es ist alles authentisch, es ist alles original. Die ganzen Nummern, die hier drin sind, alle richtig an dem Auto. Wir haben das geprüft, es ist alles authentisch und richtig. Der Wagen ist mit kompletter Geschichte so gut wie nie bewegt worden. Guckt euch mal die Blinker an, wie toll die im Detail gearbeitet sind. Also das ist wirklich schon fantastisch. Ich kenne keinen anderen Mercedes, wo mit so schöner Detailarbeit sowas gebaut wurde. Und er hat eben, das ist das Tolle, überall noch die Originalteile am Auto. Man sieht das übrigens auch hier an den Lampen. Hier sind die originalen Bosch-Stempelchen hier vorne, Bosch Germany. Und er hat minimalsten kleinen, Flugrost ist das nicht, das ist ja poliert, aber man sieht, dass das der originale Lampenring ist bei dem Auto. Hier Bosch, die Originalgläser, also in dem Auto ist alles authentisch. Übrigens hier einer der größten Kühler, die überhaupt jemals gebaut wurden, der ist 1 Meter hoch. Sowas hat es bei keinem anderen Mercedes mehr gegeben mit diesem riesigen Stern. Ja, es ist einfach wirklich eine automobile Zeitreise, ein automobiles Wunderwerk, was wir hier zeigen können. Und ich weiß gar nicht, ob es schon mal einen Mercedes 77 in Fahrt gefilmt gegeben hat. Also wir sind ihn gefahren. Das ist wirklich faszinierende Technik, er läuft toll. Und es ist verständlich, dass diese Autos damals, ja, war der bedeutendste Repräsentationswagen der Welt. Engländer, Amerikaner haben ihn so Super Mercedes genannt. Es heißt ja auch der große Mercedes und das ist der große Mercedes. Hier heute bei uns in Beuerberg auf dem Hof, also wirklich ein fantastisches Automobil. Und er fährt sich wirklich leichter, als es jetzt so aussieht. Es ist unglaublich, wie gut der sich bewegen lässt, der Wagen. Tolles, originales Armaturenbrett. Schaut euch den schweren Chromrahmen an, hier vorne, der wirklich in einem neuwertigen Zustand ist. Auch hier die Scharniere, Massivchrom. Massivchrom gibt es ja nicht, weiß ich, aber sieht jedenfalls massiv aus. Massiv aussehender Chrom. So, um das große verdeckt zu halten von da hinten. Das hat ja so viele Sitzreihen. Schaut euch das mal an, das sind die Notsitze in dem Auto. Hier vorne war praktisch die Chauffeursbank. Vorne rechts haben meistens die bedeutenden Persönlichkeiten gesessen. Und hier hinten war Schutz, Begleitservice oder einige saßen auch hinten. Der Wagen ist für 8 Personen zugelassen und ist damit der größte PKW-Personenwagen im Mercedes-Programm gewesen. So sieht das aus. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Es war informativ, es war auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ein Mercedes 770 Tourenwagen von 1939-44. Ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschütz, bleibt gesund und einen schönen Sommer. Bis dahin und ciao.